Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal wieder so ein 3-Karten-Reading. Das bedeutet, wir gucken uns an die Ausgangssituation, was können wir tun und wo endet es. Ja, und ich bin gespannt, was sich uns hier fürs Kollektiv zeigt. Was sind wichtige Themen? Was sollen wir uns angucken? Es geht um das Wissen, um die Erfahrungen. Wir haben hier noch das Wachstum, die Transformation und der Flow hat sich umgedreht. Okay. Ja, das ist ja sehr speziell, denn mit dem Luftgeist haben wir hier eine Karte, die uns eigentlich auffordert, dass wir gründlich nachdenken, bevor wir agieren, dass wir möglichst viele Standpunkte oder Blickwinkel in Situationen mit einbeziehen. Also sprich, dass wir nicht auch getriggert auf irgendwelche Infos, die uns zu Ohren kommen, reagieren. Sich Zeit nehmen, ein bisschen Bilanz ziehen und abwägen. Möglicherweise hat man hier auch irgendwie die geistige Aktivität ziemlich hoch gehalten, also viel geht über die Gedanken, den Intellekt, die Kommunikation. Und mit dem Element Luft kriegt man auch für etwas einen Neubeginn vor die Augen. Ne? Der Luftgeist, der hier dargestellt ist, wacht zum Beispiel auch über Freundschaft, Klarheit auf den Fokus, das Positive im Leben. Und die Karte sagt auch, dass in uns bereits eine große Quelle an Weisheit ist und dass diese Weisheit uns in die richtige Richtung weist. Dass es aber wirklich wichtig ist, fokussiert zu sein, erstmal drüber nachzudenken, das Fühlen und das Denken irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Manchmal ist es ja auch sehr widersprüchlich. Und es geht darum, Klarheit zu finden, um den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen und in der Kommunikation mit anderen auch achtsam sein. Ne? So, das ist das Hauptthema. Dann kommen wir, was können wir tun, was steht an, was sind in der Mitte für Dinge, bevor wir unser Ziel erreichen. Und da haben wir die Pilze. Und das passt auch eigentlich ideal, denn das, was hier im Unterbewusstsein an Wissen vorhanden ist oder an Infos, die wir benötigen, kommt jetzt an die Oberfläche. Es ist irgendwie gereift und zeigt sich. Hier kommt dann auch ein sehr schnelles Wachstum, schnelle Einsichten. Und es geht eigentlich darum, sich zu fragen, was will ich denn wirklich und wie will ich das? Und man darf auch so ein bisschen an Wunder glauben. Die Karte des Wachstums sagt ja auch aus, dass wir in der nächsten Zeit neue geistige Wege einschlagen. Vielleicht auch einen spirituellen Verbündeten irgendwo haben, der unseren Weg begleitet. Und es geht auch darum, Impulse zu geben für andere, indem man einfach so ist, wie man ist. Ne? Hier braucht man Grundlagen, die man sich schaffen soll. Das ist ja, was können wir tun. Ne? Denn das Wachstum könnte hier ziemlich rasant auch kommen. Und etwas, was man zunächst mal mit so, deshalb ist es hier auch wichtig, achtsam zu gucken, mit Oberflächlichkeit betrachtet hat, ist viel größer und viel besser, als es in Wirklichkeit ist. Und man befindet sich hier wirklich in einer Phase von rasantem spirituellen und materiellen Wachstum auch. Es könnte ein bisschen wild werden, unsere Fahrt mit diesem Luftschiff hier. So, und wo kommen wir dann raus? Da haben wir 2 Karten gekriegt.
Also was hier noch nicht richtig gereift ist und jetzt dann an die Oberfläche kommt, endet hier in einem ganz neuen Flow für uns. Im Prinzip wird uns hier so ein bisschen eine wilde Fahrt vorausgesagt. Und mit dem gewundenen Pfad hat man hier natürlich diese Wege, die nicht gerade sind, die Kurven haben und Kreuzungen, so wie unsere Lebensreise halt auch. Und wir haben jetzt wieder die Wahl, ne? Entweder wir beklagen uns darüber, dass wir nicht frühzeitig und auf geradem Weg ans Ziel kommen, oder wir genießen diese Reise, geben mal ein bisschen die Kontrolle darüber ab, wie der Weg weitergeht und warten ab. Man braucht hier an diesem Punkt auch noch nicht alle Antworten kennen, denn wie hier auch die Ausgangssituation ist, wir machen Erfahrung um Erfahrung. Und wir müssen auch nicht immer wissen, was morgen ist, sondern wir können uns auch mal zurücklehnen und die Reise unseres Lebens einfach genießen und darauf vertrauen, dass wir dorthin geführt werden, wo das beste Wohl für alle ist. Ist die Kerze ausgegangen hier. Die Botschaft lautet auch, dass sich alles auf gute Weise fügt, wenn man sich dem Fluss des Lebens anvertraut. Und es geht auch darum, dass wir nichts erzwingen, ne? Sondern dass wir ein bisschen Kontrolle abgeben, loslassen und nicht vergessen, vor lauter Kontrolle und Beklagen hier die schöne Reise zu übersehen. Wir kommen also auf unserer Reise an diesem Punkt an und von da aus gibt es auch wieder eine Transformation. Wir wissen, dass wir gewachsen sind und wir verstehen, dass sich alles immer transformiert. Und es kommt einfach darauf an, welchen Punkten man Aufmerksamkeit gibt, wie man etwas betrachtet. Man sieht die Welt mit neuen Augen. Möglicherweise hat man sich lange in trüben Gewässern aufgehalten und hat so diesen Prozess der Auflösung hinter sich. Und man versteht einiges. Natürlich sind ja auch wieder die Stadien drauf vom Schmetterling, von der Raupe zum Kokon und dann kriegt man Flügel. Und man darf hier ja sozusagen entspannt in die Welt hineinfliegen. Man hat die Vergangenheit hinter sich gelassen, es hat sich alles gewandelt und genau jetzt beginnt ein neues Projekt oder auch ein neuer Zyklus, bei dem sich wiederum Wunder auf Wunder einstellen kann. Eine sehr, sehr schöne Legung. Wir gucken jetzt mal, welches Kraft hier noch mitgeht. Wir haben Zeig, kriegt wieder das Chamäleon und der Igel. Hier geht es darum, ne, der Igel hat Stacheln, man neigt dazu, sich zu pieken und man sorgt für Abgrenzung mit diesem Fellkleid sozusagen. Und es geht dabei auch darum, wenn man sich ein bisschen abgrenzt von all dem, was um einen rum vielleicht auch nicht klar ist, dass man dann mehr Innenschau hat und dass man sich so langsam diesem Ding nähert, dass man seinen eigenen Seelenweg erkennt und auch bereit ist, weiterzugehen. Ja, und die Karte sagt auch, dass wir im Außen und auch innen drin schöne Erfahrungen machen können. Es ist eine gewisse Tiefe da, die mit dem Igel kommt. Die Gabe, auch diese Tiefen zu erforschen, Bilder neu zu ersetzen, die eine ganz andere Vision haben als das, was wir vielleicht bisher gedacht haben. Und der Igel lehrt auch, dass wir gut für uns selber sorgen, um unsere Kraft zu schöpfen und den Weg ins Glück zu finden. Mit dem Chamäleon haben wir hier natürlich auch diese Fähigkeiten, dass wir uns anpassen. Das wechselt ja seine Farbe auch. Es tarnt sich sozusagen in gewisser Weise. Und man hat so ein bisschen den, ich sag mal, den ganzheitlichen Sichtpunkt, der ja zu diesem Wissen auch gehört, mit an Bord. Dieses Beobachten und Prüfen, so wie es auch in der ersten Karte
hier gesagt wurde, doppelt sich eigentlich. Und das Chamäleon lehrt auch so ein bisschen wie der Igel nach innen zu gehen, da die Visionen anzugucken, die man fürs Leben hat, auf die Gefühle und Energien und Veränderungen zu achten, um dann erkennen zu können, was jetzt ansteht. Außerdem lehrt das Chamäleon, dass man sich im Großen und Ganzen eingebunden fühlt und wie man innerlich und äußerlich harmonisch mit den Umständen umgehen kann. Hier darf man sich auch für ungeahnte Möglichkeiten irgendwie bereit machen oder sie wieder auf dem Schirm haben. Wunderbar, ihr Lieben. Wir nehmen noch einen Engel und dann lassen wir das so stehen. Ja, der Abenteuerengel. Das Leben ist ein Abenteuer, das dir immer wieder viele neue Chancen bietet. Man muss sie nur sehen. Ergreife sie und schlage Wege ein, die dir schöne Erfahrungen bereiten werden. Bitte deinen Engel aufmerksam zu sein, dich auf diesem Weg zu begleiten und erforsche alles für dich neu mit Mut und Begeisterung. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.